zusammen, hi everyone. Ich habe hier noch Farbe übrig von meinem großen Bild. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wenn nicht, ich habe es oben rechts im Link mal drin, dann könnt ihr mal nachschauen. Ich habe hier Naples Yellow, also dieses Nepalgelb, Weiß, Schwarz, Braun, mein geliebtes Kaminrot und Türkis noch ein bisschen. Da ist noch kein Silikon, gar nichts drin. Ich habe hier einen Keilrahmen mit 30 auf 30 cm und mit den Restfarben werde ich jetzt praktisch auch noch mal ein Bild machen. So. Ich mache jetzt wie gesagt erstmal ohne Silikon. So. Lass das jetzt hier einmal laufen. Gib das immer schubweise drauf. So. Ein bisschen nachhelfen. Ich habe jetzt auch mein Keilrahmen wieder schwarz vorbestrichen. Ich hätte das vorher vielleicht auch machen sollen mit diesem großen Bild. Aber es ist noch okay. So, jetzt wird die Farbe eng. Ist nicht schlimm. Machen wir noch einen Ticken drauf. Ja, jetzt wird die Farbe auch wirklich eng. Ich mache das gleiche Spiel nämlich dann von dieser anderen Seite. So. So, lass noch ein bisschen runter hier. Okay. Ich werde jetzt kurz mit dem Heißluftföhn drüber gehen, damit die Bläschen rausgehen, die Luftbläschen. So. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal ein paar Tropfen von diesem 100er Silikon rein. Das reicht. Rühre das am besten mal leicht um. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen ein paar helle Farben. Okay, ist nicht mehr viel da. Ja, komm, braun nehmen wir auch nochmal. Und noch einen Ticken rot. Okay. Und jetzt würde ich sagen, ich rühre da mal einmal kurz um. Ziehen wir hier eine Leine. Okay.
ziehe ich jetzt ein bisschen auseinander. Und jetzt lassen wir es noch ein bisschen nach links und rechts auslaufen. So. Und dann kurz mal mit dem Heißluftföhn drüber und dann schauen wir mal, was passiert, ob ich noch was verändern muss oder nicht. Also ich habe jetzt nur in der Mitte eine Linie gezogen, also eine Line. Und dann schauen wir mal. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich ein bisschen zu wenig Silikon rein habe oder ob es noch kommt. Gut, wobei das so auch nicht schlecht ist, das Bild. Also muss ja nicht immer alles voller Zellen sein. Ja, ich bin da echt gespannt. Okay, ich würde sagen, ich lasse es mal für 10 Minuten einwirken. Und dann würde ich es euch nochmal von nahem zeigen. Da noch ein bisschen in die Mitte. Gut. Also, dann bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Also es haben sich nicht viele Zellen gebildet. Also ihr seht, es kann mir auch mal passieren, aber liegt vielleicht daran, weil ich die zweite Schicht drauf gemacht habe und dadurch ja vielleicht auch zu viel Farbe. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es unerklärlich. Okay, jetzt zeige ich es euch aber mal von nahem. Ich finde es trotzdem richtig cool, also diese Streifen hier. Und jetzt kommen wir ja zu diesem mittleren Punkt. Oder dieser Linie, besser gesagt. Da sehe ich ganz kleine Zellen. Haha, süß. Okay, und hier diese andere. Also ich finde halt dieses Muster einfach schön hier, was es dann doch dadurch ergibt. Okay. Also cool, okay. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder von mir. Ich wünsche euch was, ich hoffe euch hat es gefallen, vielleicht auch was gebracht zum Nachmachen. Und dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss, bye.